Wow, okay. 5 Jahre ist es jetzt her, dass ich meinen Harry Potter-Film The Marauders hochgeladen habe. Und 5 Jahre später hat er 1 Million Aufrufe und ist bei weitem mein meistgesehenster Film. Guter Zeitpunkt also, mal ein bisschen zurückzublicken und sich zu fragen, wie konnte das eigentlich passieren? Und die Klappe. Expelliarmus! Klappe. Und irgendwas. 100. Ein dankbarer Job hier, ne? Nein, wirklich, wie konnte das passieren? Denn der Film ist gar nicht mal so gut. Fangen wir von vorne an. Es ist der Sommer 2017. Das hier bin ich mit 16. Und ja, ich sehe krank und schwach aus. Zu diesem Zeitpunkt war ich wegen einer Erkrankung ein halbes Jahr nicht in der Schule. Warum erzähle ich euch das? Nun, häufig entstehen Geschichten aus einem eskapistischen Gedanken, also einer Form der Realitätsflucht. Das machen wir Menschen schon immer so, ob aus politischen oder persönlichen Gründen. Wenn uns die eigene Welt nicht passt, dann suchen wir uns eben eine andere. Viele TheoretikerInnen sprechen deswegen von einem Zwei-Welten-Modell. Was hat das jetzt mit Harry Potter zu tun? Nun, dass Harry Potter nach so vielen Jahren und einigen Rowling-Kontroversen immer noch so viele Menschen interessiert, dass Kurzfilme unprofessioneller Laien millionenfach auf YouTube angeschaut werden, ist vor allem mit diesem Phänomen zu beschreiben. Einem Zwei-Welten-Modell, das unsere eskapistischen Bedürfnisse erfüllt. Die Welt Narnia, die über einen Kleiderschrank zu erreichen ist, die olympischen Götter in Percy Jackson mitten in New York lebend oder eben auch Hogwarts, eine Schule für Hexen und Zauberer, die auch in unserer Welt versteckt sein könnte. Besonders solche Fantasy-Jugendgeschichten können ein emotionaler Anker sein für Heranwachsende. Und so hatte Harry Potter eine, wie auch bei vielen, vielen anderen Menschen, besondere Stellung bei mir. Und es war für mich in einer eher persönlich tristen Zeit ein mutspendendes Vorhaben, mich noch tiefer in diese ferne Welt zu begeben und sie mit eigenem Leben zu füllen. Mit einem eigenen Harry Potter-Film. Klappe. Und Action. Zurück also zum so unschuldig reinschauenden 16-jährigen Flo, den wir hier sehen, wie er zum ersten Mal ein Drehbuch schreibt und zum ersten Mal ein Storyboard zeichnet. Ja, da fällt mir übrigens ein, dass bei allen Fortschritten, die ich in den letzten 10 Jahren so gemacht habe, meine Storyboards sehen immer noch genauso kacke aus wie damals. Und ich benutze sogar noch das exakt gleiche Template von Studio Binder. Tja, manche Sachen ändern sich eben nie. Geändert hat sich ansonsten aber so ziemlich alles. Geschnitten habe ich damals noch auf einem 2011er Mac Mini und gefilmt mit einer Nikon D5200. Das Ding ist bei Gott nicht fürs Filmen gemacht. Und mein fanciestes Equipment war dieser selbstgemachte Dolly, bei dem ich ein Stativ mit Spanngurten festmachen musste. Und im Internet steht trotzdem, dass der Film ein geschätztes Budget von $10.000 hatte, aber dazu später mehr. Ihr seht also, es war wirklich mein erster richtiger Kurzfilm mit sehr begrenzten Ressourcen. Dafür aber mit tollen Schulfreunden, die alle eine Leidenschaft dafür hatten, auf der Bühne zu stehen. Entsprechend meiner Unerfahrenheit habe ich wirklich sehr viele Fehler gemacht, weshalb ich auch ungefähr die Hälfte aller Szenen rausschneiden musste. Entweder weil ich meine VFX-Skills massiv überschätzt habe, die Szenen inhaltlich irgendwie einfach cringe waren oder weil wir einfach schlicht keinen guten Ton hatten. In dieser Szene trifft sogar alles 3 zu. Der Ton ist schlecht, die Dialoge holprig geschrieben und den Hogwarts Express als 3D-Modell nachzubauen, hat mich damals maßlos überfordert. Schade eigentlich, weil die Szene ziemlich gut die Dynamik zwischen Snape, Lily, James und Sirius zeigt. Your friends are evil. Totally evil. What do you see in them? They are sinister and cool. Hey Evans, still hanging out with the Slytherin troll? Piss off, James! Diese Szene war dagegen technisch eigentlich ganz clean, aber zu sehen, wie James und Sirius verbotene Lehrbücher zum Animagus werden durchlesen, war am Ende gar nicht so spannend und hätte dem Pacing eher geschadet. Human into Animal. The Word of Animagi from Falco A. Salon. Ja, das Bücher vorlesen wird auch nicht interessanter, nur weil es die verbotene Abteilung ist. Peeves! Nox! Übrigens, einer dieser Deleted Scenes erklärt auch, warum Wurmschwanz nicht dabei ist im Film. Das ist nämlich ein Thema, das anscheinend sehr, sehr viele Leute aufgebracht hat. Ja, aber die war sehr awkward und ich habe sie rausgeschnitten. Und im Endeffekt sollte sie eher eigentlich nur kaschieren, dass wir nicht ausreichend Freunde hatten, um auch noch die Rolle casten zu können. I suspect another one. Here. But I haven't found a real entry yet. We should put Wormtail on finding one when he leaves to the hospital wing. By the way, how's he doing? I haven't heard anything from him since the last potions lesson. Yes, he's
supposedly has a stomach ache, but if you ask me, he's just afraid of the exams. Wir können also resümieren, dass dieses Projekt mit Werwölfen, Animagi, Zaubersprüchen ein bisschen crazy war als Erstlingswerk. Und ja, man merkt es im Film halt auch heute an. Deswegen dachte ich, es wäre vielleicht unterhaltsam, sich den Film aus heutiger Perspektive nochmal anzuschauen. Und das mit jemandem, der hautnah dabei war. Kamera und Ton. Ich will auch. Das hier ist Niki, einer meiner ältesten Freunde. Wir haben schon einige Projekte zusammen gemacht und er hat Sirius Black gespielt. Lies dir das mal durch, erkennst du irgendwas? J.K. Rowling. Ja, Rowling. Es war nicht mit Absicht. Beim Schneiden, du guckst ihn ja 1000-mal durch. Ja, du siehst sowas nicht. Und mir ist es nie aufgefallen, bis halt irgendwann jemand in den Kommentaren geschrieben hat, Rowling. Dieser Akzent. Ja, kann man nichts machen. Ich finde, das sieht immer noch tight aus. Mhm. Auch da, übrigens, weißt du, wer das ist? Sirius, ja. Nein, aber weißt du, erkennst du den Typen? Nee. Das ist Prinz Caspian, der Schauspieler. Ach was. Ja, weil in so voll vielen so Fan-Edits von wie die Marauders aussehen, sind das so Filmszenen aus einem Film, wo eben er auch mitspielt. Und anscheinend wurde er damit assoziiert, dass er so aussieht wie Sirius. Ich habe da nie drauf geachtet, aber jetzt, wo du ranzoomst, sehe ich das. So ein Foto von mir da reinmachen müssen eigentlich. Ja, I know, aber ich finde das lustiger. Ja, das stimmt schon. Schöner Shot. Habe ich nicht gemacht. Aber ey, auch dieser Übergang. Ja, der ist cool. The Marauders. Auch das sieht sehr clean aus. Das ist schon sehr cool, ja. So crazy, weil ich finde so die Production Quality, die schwankt so sehr in diesem Film. Da kommt jetzt gleich das Schloss. Ja, das sieht so scheiße der Anfang und dann kommt das Schloss. Das Schloss sieht so... Oh, ich schäme mich richtig. Aber du würdest es heute besser machen. Ja, safe. Ich habe halt versucht, alles in Element 3D zu machen, weil das halt leicht ist. Und damals, ich konnte noch keinen Blender, keinen Unreal. Und die Qualität schwankt halt deswegen so krass, weil dieser Film ist entstanden über fast 4 Jahre. Ja. Also wir haben das angefangen, da war ich 16, ne? Ja. So, und beendet habe ich das mit 19 oder 20. Geil. So Kinder, Alter. Was ich an dieser Szene liebe ist, im Drehbuch steht ja, dass da voll viele Leute drumherum stehen und auslachen. Und man hört die ganze Zeit diese Soundeffekte vom Lachen. Stimmt. Aber da sind halt keine anderen Leute. Da. Wir haben halt keine Statistiken. Das ist in unserem Kopf, das ist schon okay. Ja, es war eine sehr kleine Produktion. Ja. Don't you have anything better to do? Better than this? Let me think, Evans. Entschuldigung, eigentlich heißt es ja Evans. Und wir haben es nicht korrigiert. Let me think. Naja. And I'll tell you something about my last Quidditch match. You wish. I rather did. Snivelous? Bis heute gut. Make-up, Alter. Das hat ja Marco gemacht. Marco hat das gemacht. Und, auch mit den Haaren, mit den gefärbten Haaren. Mit diesem Kreppzeug. Ja, mit dass das überhaupt echt funktioniert. That was the last time. Und ja, die Akzente. Ja, eigentlich der deutsche Akzent halt. Der deutsche Akzent. Ich glaube, das ist der meist kommentierte. Ja, aber es ist ja, mein Gott. Aber ganz, ja, kann man sagen, ist authentisch. Also nicht authentisch. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Ist wirklich so. Es gibt auch Leute, die finden es echt witzig und auch so sympathisch. Die meinen auch so, immer was so witzig bei dieser Szene, dass ich total verkatert war. Oh mein Gott, und ich die ganze Zeit meinen Text nicht hingekriegt hatte. Maybe we have... Stehst du, Alter, was ist denn da los? Die ganze Zeit komplett durch war. Oh, ich erinnere mich, du und Luki. 5 ins Bett gegangen oder so und am nächsten Morgen so um 9 aufgestanden und in die Schule an einem Samstag. Magic was too old, or the... Fuck. Otherwise, someone might get the idea of figuring out what's been... Was ist denn hier los? What we've been up there? Warum ist das so schwer zu sagen? Das ist eigentlich gar nicht... Scheiße, ey, das ist... Funny. It was too young. Nein, nicht young, Alter, too old. Das ist irgendwie nicht so ein Tag. Gar nicht mein Tag. Aber wirklich, einer meiner Lieblingsstellen immer noch mit Maya hier. Ja. Als Porträt, das du anflirtest. Auch einfach irgendein Soundeffekt, nicht überraschend. Tube is root of the trunk. Das geht nicht mehr raus. Geht nicht mehr raus. Das ist auch ein Scheiß. Jetzt ist es im Kopf drin. Ach, die Schule war schon ein cooler Ort, nicht so dafür. Ja, aber ich habe die falschen Stellen rausgesucht, weil da siehst du Heizung im Hintergrund, da siehst du so Lichter und so. Der Kreuzgang war gut. Der Kreuzgang war gut, ja. David, their friends. The way that sounds. So dramatisch. Aber Michael auch so gut gespielt. Michael hat, ja. Für 15 Jahre alt oder so.
That's not true. That's not true. The boy who chose the right way. Das ist von Warner Brothers Studios. Ne? Ja, Genau. und Alter, seit ich es immer So noch gut. nutzen. Ja, so Das gut. war so smart. Ich bin einfach mit meiner kleinen Ausbildung Pocket in die Warner Brothers Studios und hab da so ein bisschen rumgefilmt und hatte halt dann originale Sets. Hab die ein bisschen in After Effects bearbeitet und dann war gut. Ja. Und das sieht geil aus wieder. Ja. Das, was wir da vom Greenscreen gefilmt hatten und dann auch so mit dem Licht von dem Kamin. Ja. Also für mich fängt der Film richtig an ab jetzt. Ja. Alles davor war, da merkt man, dass ich irgendwie auch sehr jung war bei der Ja. Inszenierung. Dass mit der Zeit das irgendwie immer besser wurde. Und dieser Shot mit dem Mond dadurch. Den gibt's ja auch in einem der Filme, ist ja auch so. Ja. Genau aus dem Fenster auch, glaube ich. Es ist der dritte Teil, weil das ist Alfonso Cuarón, der Regisseur. Und der macht das ganz, ganz viel so One-Shots und so eine super lange Bewegungen und dann durchs Fenster gehen oder durch den Glockenturm gehen und so. Ja, genau. Wir haben ja diese Szene zweimal gedreht. Irgendwo in der Wildnis, im Wald, irgendwo in einem Kaff extra eine Stunde hingefahren mit dem Auto, weil ich dachte, das ist voll die gute Location. Aber es war voll dumm, weil wir hatten ja keinen Strom, ich hatte keinen Generator oder so. Das heißt, wir hatten nur so Mini-Lichter und du hast nichts gesehen. Überall waren so Mücken und Zecken und das Gras viel zu hoch. Es war ein richtiger Scheißdreh. Ich habe davon am Ende nichts von dem Material benutzt, Scheiße. weil ich gemerkt habe, okay, es funktioniert nicht. Und habe dann gesagt, okay Leute, wir müssen es nochmal machen. Diesmal machen wir es schlauer. Wir filmen das meiste im Garten. Und weil es so dunkel ist, sieht man es eh nicht, dass es im Garten ist. Und ansonsten ein paar Sachen vom Greenscreen und dann composite ich das, sodass es irgendwie ein bisschen stimmiger ist. Und zum Glück haben wir es gemacht, weil der Film, der wäre einfach nichts geworden, ohne dass wir es nochmal gedreht hätten. Ja, voll. Auch das ist ein Shot aus Warner Brothers Studios im verbotenen Wald. Ja. Und ich finde, der Werwolf ist Der okay. ist schon okay, ja. Er ist okay. Er ist auch nicht super gut gealtert. Da fand ich den Trailer das richtig geil, weil da hattest du im Trailer ja nur diese Klaue. Und das war so richtig so ein Trailer, ein geiler Moment. Was? Also für alle, die sich ein bisschen mit Animation auskennen, ich habe das gemacht mit etwas, das nennt sich Mixamo. Das ist quasi eine Plattform von Adobe. Die haben so vorgefertigte Animationen. Und weil ich damals selber noch nicht animieren konnte, habe ich einfach dieses Ding da hochgeladen, dann so Standardanimationen da rausgezogen und die dann bei Blender so aneinander gekoppelt. Ja. Und deswegen sieht es okay aus, aber es gibt halt keinerlei Bewegung im Mund- oder Augenbereich oder so, weil dafür war das Modell nicht ausgelegt. Und das wäre natürlich etwas, das würde ich heute gerne irgendwie anders machen. Und dass du diese Auf- und Zublenden. Ja. Auch am Ende eigentlich nur ein Trick, damit ich ein bisschen kaschieren kann, dass es gar nicht so gut aussieht. Why do you care? It's after midnight. So, are you longing for him? Longing. Das ist auch das wird man nie so. Auch im englischen Sprachwort sagt man nicht. Ja, Longing. ich meine, mein Englisch selber war beim Schreiben auch noch nicht so gut. Ich habe you in love, mate. Ja, viel auch einfach mit so dem damaligen Google-Übersetzer. Und der damalige, der war nochmal anders drauf als der heute. Ja, voll. Aber Set im Gryffindor-Raum sieht still aus. Ja. Ever thought of... Just random guys. No. You're only going to... So geil, wie du aufstehst. Ich musste ja auch so nicht. Ja, stimmt, weil der Greenscreen halt der auch Greenscreen so klein war für mich. Ich musste mich so hinbuckeln da. Unser Greenscreen war wirklich nur so 1,50 Meter. Ich bin aufgestanden. Ist das... Mach das mal, ich habe eben Luki die ganze Zeit schon so gestanden. Mach jetzt. Niki, einmal aufstehen, komm. Action. Ja, überhaupt steht doch. Niki, Ich war nicht drauf vorbereitet, okay? du schaffst das. Ja, chill. Soll ich aber vormachen? Nein. Ich kann das. Ja, genau so. Wieso nicht gleich so? Ja, nehmen wir so. Ja, die Limitierung von einer sehr, sehr kleinen Jugendproduktion. Ja, klar. No budget. Apropos Budget, ne? Der Film hat irgendwann, ich habe es nicht angelegt, hat random eine IMDb-Page bekommen. Was ist das für eine Page? IMDb ist so die Datenbank für alle Filme. Da findest auch so, können User Bewertungen abgeben und so. Kennst du Letterboxd? Ja. Es ist wie OG okay. Letterboxd, nur halt noch mehr mit so Industrieinformationen für halt Leute aus der Industrie, mit wer war Cast, Crew und so weiter und so fort. Ja. Also so die Plattform. Ja. Und unser Film ist einfach da drauf. Ja, krass. Seit wann? Seit schon ein paar Jahren. Ach was. Ja. Und da stand Estimated Budget, also geschätztes Budget 10.000. Echt jetzt? Was? Also ich kann sagen, es ist weit drunter. Ja, natürlich. Es
Also 10.000 sind uns eher hoch. ja, rat mal, wie viel ich da reingesteckt habe in den Film. Das wäre so bei einem Taui. Sowas kommt hin, ja. Also für damals schon krass viel Geld. Als so voll. 16-Jähriger habe ich mein ganzes Vermögen da reingesteckt. Vermögen. Ja. Für so 3D-Modelle, die Kostüme, bisschen Equipment, was ich dafür noch brauchte und so. Now, that it isn't 4 against 1. 3 against 1. Ja, stimmt. Das ist nie da. Aber wir haben es ja auch erklärt, dass er im Krankenflügel war, ne? Ah, das haben wir zusammen geschrieben, den Fight, den Anfang des Ja, Fights. stimmt, die Choreo. Die Choreo. Die komplette Choreo haben wir dafür geschrieben, ja. Hat auch Bock gemacht. Ja, voll. Auch so, sich da reinzulesen, zu googeln, welche Sprüche machen was für eine Das ist ein Wirkung. cooler Effekt gewesen. Ja. Und wie kann man das so nutzen im Kampf? Ja. Einfach kurz ein Jedi gewonnen. Stimmt. Das sieht einfach immer noch. Das sieht so cool aus. Das sieht heute cool aus. Und ey, dazu muss ich kurz was sagen. Weil es gab auch da wieder so ein paar Klugscheißer, die meinten, hey, das geht doch nicht. Das geht ja nur zwischen Harry Potter und Wegen dem Voldemort. Priori Inkantatum, Inkantatum. genau. Aber es ist nicht Priori Inkantatum. Der sich verbindet, wenn die Zauberstäbe verwandt sind. Ja, genau. Aber auch in den Filmen andauernd, es gibt eine Szene im 5. Teil, ich glaube, das ist zwischen Sirius und Lucius Malfoy. Dumbledore und Voldemort haben es im 5. auch. Und Harry hat das auch mit Dracos Zauberstab. Genau, mit einem Lucius anderen Zauberstab. Ja, also es ist ein Unterschied zwischen, es gibt diese Verbindung, Priori Incantatem, wo dann die letzten Zauber auch aufgerufen werden, was man zuletzt gemacht hat. Und das ist diese goldene Verbindung, die entsteht zwischen verwandten Zauberstäben. Aber es gibt auch den Effekt von 2 Zaubersprüche treffen sich in der Mitte und dann ist es dadurch so ein Kampf. Das gab es in den Filmen andauernd und deswegen, das hat nichts damit zu tun. Das können wir auch hier machen. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Aber war mir wichtig, weil ich hab meine Lore gecheckt dafür. Safe. Film. Das actually ist voll die emotionale Szene. Und ich finde, das machen sie auch ganz gut. Das ist Cello. Das kommt so aus dem Nichts, dieses Cello, deswegen mag ich das so gerne, weil es so die Tragik auffasst. Die singen gut aus. Geil, ja. Sectum Sempra. Sectum Sempra. What have you done? The others were right. They say you're scary and dangerous. Sie Asas bereit. Ja, das ist gemein. Es ist gemein. I defended you. Sie spielt sehr gut. Ja, ich voll. finde, sie passt an sich. Sie ist voll None of my friends Weil were auch die able Kommentare to gesagt hatten, dass sie gut schaffen für Pansy gewesen Das wäre. stimmt. Pansy, ja. Stimmt auch ein bisschen. Stimmt ein bisschen. Ja. Ja, zumindest wie die Schauspieler aus dem Film. Ja, genau. Die sehen sich tatsächlich ein bisschen ähnlich. change, but you've chosen your path. Das ist übrigens die Musik, die ich komponiert habe. Ja. Und das war die eine Sache, die hatte ich schon beim Skript schon mit drin, dass ich immer so ein Thema auf dem Klavier haben wollte, dann Pause, dann kommt Dialog, dann Klavier, dann Dialog, dann Klavier. Nur dass es quasi sich so hin und her miteinander kommuniziert. Es hat schon seine Stellen, wo man dem Film so ein bisschen sein Alter anmerkt, auch anmerkt, dass wir alle noch sehr, sehr jung waren. Aber ey, ich finde es bis heute so ein geiles Projekt. Geil! Ey, danke, dass du dabei warst. Kein Ding. Das ist angeschaut. Ja, gerne doch. Eigo. Das war falsch. Du bringst mich so durcheinander. Er macht Whatever word comes out, we can bounce him. Ja, mein viraler Harry Potter Film ist tatsächlich gar nicht so gut. Aber auch wenn die Effekte nicht mehr mit dem mithalten können, was ich heute so mache, oder der deutschsprachige Akzent das englischsprachige Publikum ein bisschen belustigt, ich liebe trotzdem jede Sekunde von diesem Film. Warum? Es ist der Film, den ich als Kind immer machen wollte und war mein erster Versuch. Mein erster Versuch, einen Film zu inszenieren, ein Drehbuch zu schreiben, zu schneiden, Effekte zu machen und Filmmusik zu komponieren.
Und den ersten Versuch, den vergisst man ohnehin nicht so schnell. Nur, dass halt mein erster Versuch von 1 Million Menschen gesehen wurde. Und das ist dann doch irgendwie ganz cool.